soll seine Filiale in Südamerika leiten. Was? Naja, ich müsste noch meine Diplomarbeit schreiben und das erste Jahr wäre nur auf Trainee-Basis, aber... Das ist doch eine Riesenchance. Ehe ich es vergesse, er hat doch was liegen lassen. Ich nehme an, es ist ihm rausgefallen, als er sich wieder angezogen hat. Angezogen? Ja, und Alexander! Hallo. Das ist ja eine Überraschung. Ach ja, unsere Verabredung. Tja, was soll draus werden? Ich gehe nach San Francisco und du nach Südamerika. Und ab und zu kann ich dich dann besuchen. Hab ich was Falsches gesagt? Nein. Aber ich dachte nicht, dass du das so easy nimmst, dass ich weggehe. Ich meine, wie oft können wir uns denn dann noch sehen, wenn ich in Südamerika bin? Alle 2 Monate, einmal im Jahr? Okay, das wird echt ziemlich selten sein. Aber Südamerika ist doch eine super Chance für dich. Aber das wäre das Ende für uns beide. Macht das dir gar nichts aus? Doch. Aber ich dachte, du freust dich über den Job. Und ich wollte dir das nicht vermiesen. Das sagst du jetzt nur so. Na hör mal. Können diese Augen lügen? Ich fürchte ja. Ich bin total happy mit dir. Und wenn es nach mir ginge, dann würde ich jede Minute des Tages nur mit dir verbringen. Es hält dich keiner davon ab. Aber ich würde nie von dir verlangen, meinetwegen auf den Job zu verzichten. Aber du könntest wenigstens ein bisschen traurig sein, wenn ich dir erzähle, dass ich weggehen könnte. Ich wäre dann ja auch traurig. Und wie? Und wenn ich dir nun sage, dass ich hier bleibe? Dass ich lieber das schlechte Wetter in Deutschland genieße, als ohne dich in Südamerika zu sein? Das wäre natürlich absolut klasse, Susanne. Ehrlich. Und? Was hast du so erlebt, wenn ich weg war? Eine Menge. Aber eigentlich hatte ich ja gehofft, dass du dich mal meldest. Tut mir leid, aber ich war einfach nie allein in London. Ich konnte den nicht anrufen. Nie allein? Wie interessant. Hey. Ich habe von morgens bis abends in Bewerbungsgesprächen gesteckt. Da konnte ich mich nicht abseilen. Nicht mal, um eine kleine Postkarte zu schreiben. Wir haben ein Rund-um-die-Uhr-Programm. Und mitten in der Nacht wollte ich nicht bei euch anrufen. Das hättest du aber ruhig machen können. Okay, nächstes Mal. Dann rufe ich dich jeden Tag an. Gut. Dann muss ich mir wenigstens keine Sorgen mehr machen. War schon ein komisches Gefühl, so lange nichts von dir zu hören. Ich konnte mich manchmal gar nicht richtig konzentrieren. Ich musste immer an dich denken. Sogar bei meinem Vorstellungsgespräch. Da musste ich mich echt zusammenreißen, dass ich nicht auf jede Frage mit Alexander geantwortet habe. Wo hast du dich denn vorgestellt? In einem Kinderheim. Und? Morgen muss ich noch mit dem Heimleiter sprechen. Dann bist du also in der engeren Wahl. Gratuliere. Langsam. Noch habe ich die Stelle nicht. Ich bitte dich, wenn die dich nicht nehmen, dann müssen die verrückt sein. Ach bitte, können wir bitte statt des Weißweins Champagner haben? Wir haben was zu feiern. Ein Glück, dass Sie eine Fristverlängerung aushandeln konnten. Immerhin müssen wir die 4 Millionen erstmal zusammenkriegen. Ja, so schwer kann das doch nicht sein. Sie müssen mir einfach nur sagen, wo ich unterschreiben soll. Ganz so leicht geht's auch nicht, Frau Schneider. Herr Dr. Jeschke, Frau von Anstetten ist eine vermögende Frau. Ja, aber das Vermögen steckt in Ihren Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass die Millionen bar in irgendeinem Tresor liegen. Vielleicht kann ich mehr Zeit rausschlagen. Da wäre ich vorsichtig. Wir dürfen nicht allzu offensichtlich auf Zeit spielen. Nein, nein, ich versuche lieber, den Termin zu halten. Wir wollen die Verbrecher nicht reizen. Oh Gott, das sind sie wieder. Soll ich? Ja.
Ja. Ach, ja. Ja, ich komme sofort. Entschuldige, es war Erika. So, für den Glückspilz der Woche. Ein super Jobangebot und eine neue Liebe. Ach. Wieso? Stimmt irgendwas nicht? Nein, es ist alles in Ordnung. Dann fährt er also mit nach Südamerika. Ich weiß doch selber noch gar nicht, ob ich fahre. Ja, du wirst dir doch diese Riesenchance nicht entgehen lassen. Wir überlegen, ob wir nicht vielleicht doch hier bleiben. Ich kann mir auch gut vorstellen, mit Chris in Deutschland auf Tournee zu gehen. Als Dauergroupie oder was? Was soll das denn jetzt heißen? Was willst du denn auf einer Tour? In die Handtücher reichen oder in dem Schweiß abtupfen? Vielleicht die Musik hören? Aber das ist doch nichts gegen einen richtigen Job. Ach, Susanne, du könntest in Südamerika wirklich was auf die Beine stellen. Wenn du so scharf bist auf Südamerika, dann fahr doch selber hin. Und ich übernehme dann gerne die Kneipe. Ein sauberer Zweikampf zwischen Regis und Salou und Spieß mit seinem ersten Saisontreffer. Jessie, Engelchen. Wie spät ist es denn? Spät genug, um weiter zu schlafen. Gute Nacht. Wart doch mal. Wie war dein Abend? Sehr nett. Und? Hat er ein bisschen was von sich erzählt? Was macht er so? Er hat bis vor kurzem studiert. Aber das weißt du doch schon. Und seine Eltern? Von denen haben wir zufälligerweise nicht gesprochen. Zufälligerweise. Papa, wir hatten echt andere Themen. Bist du denn nicht ein bisschen neugierig? Nicht halb so neugierig wie du. Jessie, ich bin dein Vater und ich möchte nicht, dass du enttäuscht wirst. Das könntest du leider nicht verhindern. Doch. Ich habe einfach mehr Lebenserfahrung, weißt du, und dieser junge Mann, ich meine... Papa, bitte. Gut, gut. Ich sag ja nichts mehr. Es sei denn, du willst mir noch was erzählen. Wenn du etwas aus meinem Leben erfahren willst, dann frag mich doch nach meinem Vorstellungsgespräch. Natürlich. Wie ist es denn gelaufen? Ganz gut. Ich bin jedenfalls in der 2. Runde. So, und jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Als das Telefon bei Charlie Schneider klingelte, da war ich schon sehr erleichtert, dass du es warst und nicht die Kidnapper. Das findest du auch noch witzig. Manchmal habe ich den Eindruck, für dich ist diese ganze Entführungsgeschichte nur ein Spiel. Du kapierst überhaupt nicht, dass du uns alle damit in Gefahr bringst. Ich kapiere das nicht. Na, du machst mir Spaß. Ja, am liebsten würdest du doch den ganzen Tag mit diesen Verbrechern telefonieren. Wenn's was bringt? Nervenkitzel. Arno, das sind Kriminelle. Mit denen kannst du nicht einfach verhandeln wie mit Zementlieferanten. Bis jetzt hat's funktioniert. Stell dir mal vor, die Kidnapper fühlen sich durch dich unter Druck gesetzt. Die bringen dich einfach um. So. Und wer soll deiner Meinung nach die Verbindung halten? Ja, Charlie. Oder dieser Anwalt. Ich habe es nun mal übernommen. Das heißt doch nicht, dass du damit nicht aufhören kannst. Je mehr du dich da reinhängst, desto mehr bringst du dich und unsere ganze Familie in Gefahr. Ach, Erika, du übertreibst. Sag Charlie Schneider ein für alle Mal ab. Du stehst für Verhandlungen mit Verbrechern nicht mehr zur Verfügung. Ich kann sie nicht hängen lassen. Das kannst du nicht. Aber unser aller Leben riskieren, das kannst du für eine Frau, die es nun wirklich nicht wert ist. Herrgott nochmal, es geht um das Leben von Clarissa. Ja, und um unseres. Ist es für ein Picknick eigentlich nicht schon zu kalt? Nein, nein, keine Sorge. Mensch, Oma, Alex und ich wollten eigentlich alleine rausfahren. Ich weiß. Ja, aber mit dem Brot können wir eine Fußballmannschaft satt kriegen. Also, wenn man verliebt ist, dann essen manche gar nichts. Oder andere haben großen Hunger. Als ich deinen Großvater kennenlernte, da habe ich gedacht, mein Gott, wie kann ein Mensch so viel essen? Das war ja auch nach dem Krieg. Ach, das hat doch mit dem Krieg nichts zu tun. Das war, weil er so verliebt war. Genau wie dein junger Mann. Sag mal, was sind denn eigentlich seine Eltern? Keine Ahnung. Na ja, arm sind sie bestimmt nicht.
Kannst du ihn nicht mal fragen? Oma, das interessiert mich echt nicht. Na, ihr zwei? Was soll denn das werden? Ein Picknick. Hast du heute nicht dein nächstes Vorstellungsgespräch? Ja, habe ich, aber erst heute Nachmittag. Du musst dich doch darauf vorbereiten. Klar, deswegen auch der Ausflug. Danach bin ich sicher super gelaunt. Das macht immer einen guten Eindruck. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, mein Kind. Hallo Arno, Charlie, was gibt es? ich hole dich ab. Abholen? Ja, du bist jetzt der neue Verhandlungspartner. Du musst erreichbar sein. Also komm. Charlie, da gibt es ein Problem. Die Firma. Ein wichtiger Termin. Sag Dr. Jeschke Bescheid, ja? Arno, sie haben dich als neuen Verhandlungspartner akzeptiert. Ja, das geht nicht. Gut, dann fahren wir zuerst in der Firma vorbei. Du erledigst dort deine Angelegenheiten und dann fahren wir weiter ins Penthouse. Es geht trotzdem nicht. Arno, muss ich das doch alleine durchstehen? Ist es das, was du mir sagen willst? Charlie, versuch es nochmal. Hm? Nein, ich kann das nicht. Du musst es. Bitte. Lass den Termin sausen. Charlie, es ist nicht nur die Firma. Sondern? Erika, die Kinder. Was haben die denn damit zu tun? Gut. Wie du willst. Dann gebe ich dir jetzt die dienstliche Anweisung, den Termin nicht wahrzunehmen. Wie bitte? Ja, ich habe die Vollmacht. Ich bin Clarissas Vertretung. Und als deine Chefin ordne ich an, was geschieht. Charlie, das ist doch lächerlich. Dann komm freiwillig mit. Charlie. In Gottes Namen. Was wollen wir heute noch machen? Ich wüsste da schon was. Schon wieder? Oh, hast du schon genug? Davon bekomme ich nie genug. Aber ich würde gern was unternehmen. Draußen. Och, ist doch so gemütlich hier. Komm, wir kuscheln uns zusammen und gucken ein bisschen fern. Ach nee. Doch, doch. Da gibt's heute so einen schönen Liebesfilm. Ach, das noch. Magst du keine Liebesfilme? Also, ich liebe sie. Für mich gibt's nichts Schöneres. Naja, also fast nichts Schöneres. Ist das nicht herrlich hier? Und wunderbar romantisch. Ja, aber ein bisschen weit draußen, findest du nicht? Ja, aber dafür findet uns ja keiner. Aber ich muss wieder pünktlich in der Stadt sein. Keine Sorge, das Vorstellungsgespräch findet nicht ohne dich statt. Wenn du willst, können wir ein bisschen dafür üben. Üben? Ja. Ich stelle dir ein paar typische Fragen. Nix da. Ich bin erstmal mit Fragen dran. Ich weiß doch gar nichts von dir. Ja, ich auch nicht von dir. Du kennst immerhin schon meinen Vater. Nee. Und meine Oma. Und meinen Bruder hast du auch schon gesehen. Aber nur ganz kurz. Von deiner Familie weiß ich auch nichts. Aber ich weiß was von dir. Dass du kitzelig bist. Nein, hör auf! Also ich weiß nicht, ob die Idee so gut war, Jean-Claude im Foyer zu postieren. Ich dachte, er checkt den Eingangsbereich und du beschützt mich im Nahbereich. Wir werden uns die Zeit schon vertreiben. Mir bitte nicht, du. Danke. Oh, warum denn nicht? Ich will einen klaren Kopf behalten. Ein winziger Schluck. Oder verlierst du dann gleich die Kontrolle über dich? Nein. Cheers.
Diese Szene könnte ich mir 100-mal angucken. Dieser Kuss, einfach himmlisch. Hm? Arno? 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 Ja? Das nennst du also einen Ausflug ins Grüne? Wieso? Gefällt's dir nicht? Doch. Na also. Also kriegen wir gar nichts von der Natur mit. Wir können doch auch ein bisschen spazieren gehen. Gleich. Wir haben noch jede Menge Zeit. Oh Gott, das Vorstellungsgespräch. In einer halben Stunde bin ich dran. Das schaffen wir noch, komm. Das ist doch sinnlos. Wir kommen garantiert zu spät. Den Job kann ich mir abschminken. Ach was, wenn wir jetzt losfahren, dann kommst du noch rechtzeitig. Wie konnte ich das nur vergessen? Es ist meine Schuld. Wir sind gleich da, okay? Susanne scheint echte Glückssträhne zu haben. Zuerst ein neuer Freund und jetzt das Jobangebot. Eigentlich müsste sie total froh sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie sich gar nicht richtig freut. Hat sie was gesagt? Gesagt nicht. Aber ich habe gestern so einen Spruch gebracht, dass sie ein Glücksbild sei. Und da hat sie total komisch reagiert. Wie komisch. Irgendwie bedrückt. Meinst du, sie hat Probleme mit Chris? Vielleicht. Aber ich glaube, es könnte auch an ihrem Jobangebot liegen. Weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Sie weiß noch nicht, ob sie es annehmen soll. Wie bitte? Ja, sie würde lieber mit Chris auf Tour gehen. Hier in Deutschland. Ausgerechnet Susanne. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Susanne es reicht, als ewiges Anhängsel hinter Chris herzulaufen. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also wenn ich die Wahl hätte, Südamerika mit Susanne oder Deutschland ohne sie, ich würde sofort mitgehen. Ja. Vielleicht will ja ein gewisser Herr hier bleiben. Aber wenn dieser Chris mit dir zusammen ist, dann muss er doch mit dir mitgehen. Oder sehe ich das falsch? Für ihn wäre es doch überhaupt kein Problem. Musiker werden überall gebraucht. Ja, klar. Also wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde sofort mitkommen. Einfach um bei Susanne zu sein. Wie ich mein Geld verdiene, das wäre mir völlig egal. Na bitte, nur 5 Minuten Verspätung. Nur ist gut. Zu spät ist zu spät. Ach was, die paar Minuten werden sie dir nicht übel nehmen. Das kann doch jedem mal passieren. Ja, ob die das auch so sehen? Wenn die meckern, dann sagst du einfach, dein Chauffeur hat versagt. Aber ich bin beim ersten Termin auch schon ein bisschen zu spät gekommen. Dann solltest du dir vielleicht mal einen neuen Chauffeur suchen. Hallo Jessie. Hallo Alexander. Kommst du jetzt jeden Tag? Vielleicht. Oh toll. Noch ein Alexander? Ja, und er ist fast so süß wie du. Aber jetzt komm, sonst wird das endgültig nichts mehr mit dem Job. Mir bitte nicht mehr, danke. Ach, ich kann die angebrochene Flasche doch nicht aufbewahren. Charlie, danke.
Warum rufen die nicht an? Verdammt nochmal. Arno, behalt die Nerven. Ich check nur mal das Telefon. Wenn es dir Spaß macht? Alles klar, funktioniert. Dann komm wieder her. Hm? Du machst mich auch schon ganz nervös. Jetzt haben wir einen ganzen Tag verplempert. Es ist ja auch eine außergewöhnliche Situation. Diese Untätigkeit, die macht mich völlig krank. Ja, ich weiß, du bist ein Mann der Tat. Obwohl ich davon im Moment nichts merke. Charlie, haben wir miteinander dieses Thema nicht schon durch? Gott sei Dank, hier bist du. Erika. Ja, was ist passiert? Die Entführer. Ich habe mit ihnen gesprochen. Wie bitte? Ja. Ich hebe nichts an den Hörer ab und es meldet sich so ein Kerl. Ach, es war furchtbar. Was hat er denn gesagt? Was er gesagt hat? Ja, etwas von der Lösegeldübergabe. Arno, verstehst du nicht? Die haben bei uns zu Hause angerufen, an deinem Telefon. Die wissen jetzt, wo du wohnst und wer du bist. Du und ich und die Kinder, wir sind alle in Gefahr. Was ist? Alexander, willst du jetzt Sightseeing machen? Das ist der Stifter dieses Kinderheims. Irgend so ein Prinz. Wusstest du das? Was? Dass dieses Heim von diesem Prinzen gestiftet worden ist. Gestiftet und er finanziert es auch. Ja, und? Was soll sein? Das hast du mir gar nicht erzählt. Ist es denn so wichtig? Da kommt sie, drück mir die Daumen. Das schaffst du schon. Guten Tag, Frau Ruprecht. Es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Sagen Sie nichts. Aber ich will doch nur... Was glauben Sie eigentlich, wie so ein Heim geführt wird, in dem Dutzende von Kindern ein neues Zuhause finden sollen? Ich weiß nicht, was... Sie wissen es nicht? Das habe ich mir gedacht. Ordnung und Disziplin, das wird hier gebraucht. Ich weiß, ich bin 5 Minuten zu spät. Das tut mir auch sehr leid, aber... Mir tut es auch sehr leid. Wer schon zu seinem Vorstellungsgespräch zu spät kommt, der wird auch sonst nicht besonders pünktlich sein. Doch, sonst bin ich immer pünktlich. Das Sparen Sie sich Ihre Worte für das nächste Vorstellungsgespräch. Diese Stelle werden Sie nämlich nicht bekommen.